Jetzt zeigen wir euch, wie man eine einfache 1:1-Anlage aufbaut. In diesem Fall haben wir 2 Zähler und ein Smart Meter Gateway und diese Zähler verbinden wir jetzt mit dem Gateway. Dazu brauchen wir 4 Komponenten. Wir brauchen einmal den optischen Auslesekopf für den Zähler, der gleich auf dem Zähler montiert wird. Wir brauchen ein langes LMN-Kabel, um die Komponenten zu verbinden und die LMN-Verbindung herzustellen. Wir brauchen eine Kupplung, um den Optokopf an das LMN-Kabel anzubinden. Und damit wir uns das Leben etwas einfacher machen, haben wir hier noch eine Einführhilfe für das LMN-Kabel selbst, da es sonst relativ anstrengend sein kann, die Kabel hinter der Abdeckung durchzuziehen. Und Sven zeigt euch jetzt gleich, wie das Ganze funktioniert. Dann würden wir uns jetzt einmal darum kümmern, dass wir die 1:2 Beziehung jetzt hier aufbauen. Das heißt also die bestehende 1:1 Beziehung, die wir haben, auflösen und eine Erweiterung machen um den linken Zähler hier, also die moderne Messeinrichtung, die mit dem Optokopf angeschlossen ist, den der Christopher gerade vorgestellt hat. Bevor wir damit starten, werden wir die Anlage spannungsfrei schalten. Wir haben uns dazu entschieden, die Anlage spannungsfrei zu schalten. Das bedeutet, die Spannungsfreiheit erstmal herstellen. In diesem Moment halt einmal den vorgelagerten SLS freischalten und auch gemäß den 5 Sicherheitsregeln hier auch eine Spannungsfreiheit feststellen. Das heißt also, den DUS-Pol vorher geprüft, gehe auf die entsprechende Anbindung. Einwandfrei. Das heißt, auf dem rechten Feld haben wir die Spannungsfreiheit festgestellt. Dann haben wir das genauso auch auf dem linken Feld noch einmal, jeweils auf der Eingangsspannung. Einwandfrei. Also Spannungsfreiheit festgestellt. Gegen Widerschalten sichern setzen wir in dem Moment gleich, dass wir jetzt hier in der Anlage dauerhaft arbeiten. Das heißt, wir werden jetzt hier selbst vor der Anlage sein. Entsprechend kann man natürlich aber auch Klebesegel oder sonstiges aufbringen, um auch dementsprechend vorzukommen. Wir legen den DUS-Pol beiseite und steigen ein. Die Verbindung des Smart Meter Gateways mit dem weiteren Zähler hier auf der linken Seite, die darf nicht einfach so passieren, dass wir jetzt hier irgendwie eine LMN-Verbindung rauslegen, also dieses blaue Kabel in einer etwas längeren Version rauslegen oder den Optokopf, den wir jetzt hier am Ende des Tages auch mit einem fertigen Kabel schon haben, einfach direkt zu verbinden, sondern wir haben gewisse Voraussetzungen. Die Voraussetzungen bedeuten, dass sie nicht Kunden angebunden bzw. nicht für den Kunden zugänglich installiert wird. Das heißt also, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, in den hinteren Anschlussraum zu kommen. Das heißt, diese Durchführung auch für unsere Hauptversorgung. Dann haben wir hier unten ein Schienensystem, das heißt also ein Kupferschienensystem, eine modernere Bauvariante von so einem Zählerschrank. Hier unten dürfen wir keine Datenleitung entlanglegen. Das heißt also, wir werden von diesem hinteren Anschlussraum in den oberen Anschlussraum gehen, von den beiden Anschlussräumen springen und dann jeweils zu dem anderen Zähler dann einmal rübergehen. Dafür öffnen wir den oberen Anschlussraum. Hier in unserer Variante relativ einfach. Das heißt öffnen, die Abdeckung kurz beiseite legen, dass sie uns nicht im Weg sind. Dann starten wir mit dem ersten Thema. Wir haben den sogenannten optischen Kommunikationskopf, den OKK, den wir hier als Direktverbindung für diese LMN-Verbindung haben. Das heißt also hier einerseits von der elektrischen Schnittstelle auf eine optische Schnittstelle am Ende des Tages wechseln. Diese optische Schnittstelle ist hier schon vorgehalten. Wir haben jetzt eine gewisse Länge. Das sehen wir auch, das ist eine fertig konfektionierte Länge, die so von den Herstellern kommt. Die reicht natürlich nicht aus, um eine Brücke am Ende des Tages sauber bis hier rüber zu dem Zähler zu bekommen. Heißt also, wir starten mit dem ersten Moment, dass wir uns jetzt diesen ersten Teil des Kabels, den wir haben, einmal hier hochziehen, dann einen weiteren Verbinder einfügen werden, also einen ganz klassischen Verbinder, der auch für den Stecker zugelassen ist, beziehungsweise für den Stecker passgenau ist, das heißt ein RJ12-Stecker. Und dann werden wir die direkte Verbindung mit den weiteren Verlängerungen in den rechten Anschlussraum vornehmen. Starten wir damit. Wir haben dafür ein kleines handwerkliches Unterstützungstool. In der Praxis sehr oft gesehen, ist natürlich irgendwie eine Aderleitung oder sowas, die abgemantelt ist und dann wird da irgendwie eine Kupferader oder sowas irgendwie, teilisoliert, aber trotzdem in diese Anschlussräume reingeführt. Sehr viele dieser Arbeiten, die wir jetzt hier im Spannungsfreizustand machen, werden natürlich in der Praxis auch sehr oft unter Spannung gemacht. Das ist damit verbunden, dass wir natürlich entsprechende Arbeitsanweisungen bei den jeweiligen Werken haben, die das dann auch umsetzen. Wir haben uns jetzt hier für den spannungsfreien Zustand entschieden. Trotzdem haben wir einige Aspekte auch direkt darauf gelegt, dass das Handwerkszeug, was wir benötigen, auch dafür gedacht ist. Das heißt, wir haben ja nicht leidendes Material, mit dem wir halt auch in diesen
oberen Feldraum oder von diesen Bereichen noch eindringen können. Wir machen es jetzt mal wie folgt. Wir nehmen uns einmal die Zughilfe, führen die einmal herunter. Haben wir jetzt hier den Gegenpol. Wir haben es jetzt hier sehr schön. Der Stecker ist vollkommen geschützt. Das bedeutet, wir haben also keine Verbindung. Sollte irgendwie Isolationsthema oder sonstiges sein hier im Hintergrund, dass wir dort drankommen, eine elektrische Beschädigung oder sonstiges haben, ziehen dann hier vorsichtig, ohne groß viel Kraft, das ganze Thema einmal mit raus, setzen in dem Moment dann hier schon mal den optischen Kommunikationskopf ein, haben dann hier eine saubere Kabelführung. Auch hier ist immer darauf zu achten, jeweils die Hersteller haben Sollbruchstellen bzw. ausgebrochene Stellen, die nachher notwendig sind. Also hier ist ein Standarddeckel, das werden wir nachher beim Zumachen auch nochmal sehen. Da ist auch eine kleine Bruchstelle, die man auch entfernen muss. Darauf sollte man immer auch achten, um entsprechende Quetschungen auch zu vermeiden. Wir haben jetzt die Verbindung einmal hier hochgeführt, das heißt, das ist der Stecker jetzt einmal hier oben. Trennen wir den ganz kurz sauber ab, legen uns das mal ganz kurz hier hoch. Nehmen dann jetzt einmal den Kupplungsverbinder, stecken die erste Seite ein und haben schon mal eine erste saubere Anbindung. Jetzt müssen wir hier noch von den beiden Feldern, also von dem linken Feld einmal nochmal hier rüberkommen und auch hier reinkommen. Dafür nutzen wir ein entsprechend längeres LMN-Verbindungskabel. Hier wieder in dieser Ausführung. Das ist jetzt ein Meterstück. Wichtig, das ziehen wir ein bisschen entsprechend glatt. Warum das Ganze, wenn das von Werk aus kommt, hat es immer so ein bisschen so eine Schlaufe. Wenn wir diese Schlaufe sehen und nehmen, haben wir das sehr oft, dass das in der Installation zum Beispiel passieren kann, dass dann hier leider auch am Ende des Tages halt ein Radius unterschritten wird, also ein Biegeradius unterschritten wird und daraus resultierend auch eine Beschädigung des LMN-Kabels passieren kann. Teilweise auch Beschädigungen, die man gerade bei der Inbetriebnahme von intelligenten Messsystemen auf ersten Anhieb nicht sieht oder bemerkt und dann zu Zweitanfahrten und zu Entstörungen einfach kommen. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Einzugswerkzeug oder mit einer Einzughilfe zu arbeiten. Wir drehen das ganze Thema einmal rum. Wir haben also jetzt von hier unten die Möglichkeit, das Einzugswerkzeug nach oben zu führen. Nehmen uns das Ganze einfach einmal führen das nach vorne noch vorsichtig ein. Haben dann hier oben unser Gegenstück. Auch hier wieder der geschützte Stecker. Schön direkt in der Verbindung drin. Dann ziehen wir das Ganze vorsichtig und sauber nach unten. Sehr schön. Einwandfrei. Die bisherige Verbindung bedeutet ja, dass wir eine 1:1 Verbindung hatten. Das heißt, auf dem LMN1 die direkte Verbindung zum Smart Meter Gateway zur Festverdrahtung des LMNs hier unten auf der Seite. Und zum LMN2 bedeutet jetzt, das ist dann die Weiterverdrahtung. Weiterverdrahtung bedeutet dann, dass wir diese Schnittstelle jetzt nutzen, indem wir die jetzt hinzustecken und das dann unsere direkte Anbindung ist, die dann hier oben auch wieder über eine kleine Brücke, vorsichtig, wenn man dann hier, wie gesagt, im spannungsbezogenen Zustand ist, beziehungsweise Unterspannung arbeiten muss, führen wir natürlich entsprechend vorsichtige Arbeiten aus. Wir jetzt im spannungsfreien Zustand haben es ein bisschen entspannter. Verbinden, Kupplungsstück und Verlängerung. Sehen auch, wir haben eine gute, saubere Kabelführung. Setzen jetzt nochmal 1, 2 Sachen hinzu. Wir haben dieses Kupplungsstück, das führen wir ein bisschen zurück. Das machen wir einfach nur, damit dann zukünftige Elektriker oder sonstiges jetzt nicht irgendwie da die Arbeit erschwert, indem da irgendwelche unnötigen Längen an Kabeln oder sonstiges im Weg liegen. Gerade aber der obere Anschlussraum natürlich auch ein Kundenraum ist, der den Elektriker, dem Hauselektriker am Ende des Tages auch Vollzug steht. Wir haben jetzt hier eine entsprechende leichte Biegung drin, die führen wir noch sauber aus, setzen das nochmal sauber ein und stecken dann die LMN-Verbindung sauber auf. Klick, das war's. Gibt es natürlich von den Herstellern selbst immer meistens nochmal so einen Verdrahtungskanal, das kommt je nach Typ auch nochmal drauf an. Den setzen wir sauber um, legen das einmal nach hinten und haben im ersten Step somit jetzt eine 1:2 Verbindung geschaffen. Das heißt, also wir haben jetzt ein Smart Meter Gateway, was einerseits direkt mit dem Zähler hier im Bus verbunden ist, aber den Bus auch noch weiterleitet, hier drüben auf die optische Kommunikationsschnittstelle. Das heißt also diesen OKK-Adapter, der dann hier auf dem zweiten Zähler liegt. In Betriebnahme wäre jetzt wieder unter Spannung nehmen, aber wir haben ein großes Thema noch und damit würden wir gleich mit anschließen. Das ist das Thema des Abschlusswiderstands, den wir jetzt nicht haben. Das heißt, dass es eine gewisse Fehleranfälligkeit mit dabei, weil der Bus nicht terminiert ist.
Heißt also für uns, dass wir jetzt gleich noch eine zweite Variante bauen würden, die auch empfehlenswert ist, die dann auch noch eine 1:3 oder 1:4 Beziehung auch weiter zulässt.